Ja, heute mit dem Thema Self-Empowerment. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Und wir suchen eigentlich in unserem Leben die ganze Zeit nach diesem Selbstwertgefühl, also wer wir sind und nach diesem Dasein. Und wir suchen das draußen, wir suchen das in der Bestätigung von draußen. Indem man uns wahrnimmt, kriegen wir kurz das Gefühl von, ich bin da. Und wir wollen das jetzt mal erstmal in Frage stellen und eigentlich rumdrehen. Fühlt mal dieses einfache Dasein, was tatsächlich da ist, ohne dass euch jemand wahrnimmt. Oder macht kurz mal die Augen zu und schaut, ob ihr euer Dasein vielleicht stärker spürt, als wenn ihr die Augen aufmacht. Also was wirklich passiert ist, wir verlieren unser Dasein im Außen. Ja. Wir gehen nach außen auf die Suche nach dem Dasein und eigentlich müsste es nach innen gehen. Uns, ne? Also verlieren uns dabei. Und innen erkennen wir unser Sein. Und in dem Sein offenbart sich vielleicht, wer das tatsächlich erschaffen hat. Ne? Wer eins ist mit diesem Leben und mit dieser Lebendigkeit. Aber nicht im Außen. Also das, was wahrnimmt, sucht im Außen eigentlich die Wahrnehmung und bekommt eigentlich immer nur so kleine Funken von Wahrnehmung gespiegelt. Deshalb ist das ja auch nie genug. Ne? Nein. Also so viel man von außen kriegt, man hat immer das Gefühl, das reicht nicht oder es ist zu wenig, weil wir falsch gucken. Ne? Weil wir wirklich, wie du sagst, eigentlich immer nur so eine kleine Bestätigung, also ein Like bei Facebook ist eine kleine Bestätigung, ein Like vom Chef ist eine kleine Bestätigung. Und es gibt ein kurzes Gefühl von, oh wow, ne, ich bin wer oder ich werde gesehen oder von Zufriedenheit. Und die kann aber ganz schnell wieder weggenommen werden. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Dislike bekommst, genau. Ne, oder wenn dich jemand nicht mag oder so, ne, haben wir das Gefühl, unser Sein wird uns wie so aus dem Herzen gerissen und wir verlieren eigentlich unsere Daseinsberechtigung, ne, oder wir sind nichts wert. Ne. Aber wir sind nur nichts wert, weil wir das im Außen suchen. Also wir suchen den Wert im Außen. Und wenn wir einfach mal stillhalten und da wie so merken, das Dasein, das rudimentäre Dasein, das kann uns nicht genommen werden. Das ist uns auch nicht gegeben worden. Das ist uns nicht von außen gegeben worden. Wir sind das Dasein. Wir sind das Dasein. In allem. Wir sind das Dasein. Die Wahrnehmung muss wie eigentlich zurück an den Ursprung zurück. Eigentlich an die Geburtsstätte vom Dasein. Dass man erkennt, was wirklich die Kraft des Selbst ist, also dieses Self-Empowerment, also wo wir wirklich eigentlich alle Wahrnehmungsstränge, die nach außen nach Bestätigung suchen, eigentlich wieder zurücknehmen und schauen, was ist eigentlich da, was ist tatsächlich da und das können wir einfach jetzt auch machen. Wenn du mal jetzt deine Augen schließt, ne? Mach sie wirklich mal zu und guck mal, bist du noch da? Und woran merkst du, dass du noch da bist? Und vielleicht kannst du auch mal schauen, was deine Aufmerksamkeit, wo die jetzt ist. Also ob du dich zum Beispiel jetzt besser spürst oder schlechter als vorher. Ne? Dass sobald du eigentlich den Weg nach innen gehst, eigentlich dieses Selbstwertgefühl, was wir jetzt machen, nicht mehr im Außen suchst, sondern innerlich spürst, merkst du plötzlich, oh, ich spüre mich mehr. Also ich spüre das Sein, was durch mich hindurch scheint, mehr. Und das ist der Weg. Das ist der Weg eigentlich, um die Kraft zu kommen, um dieses Selbstwertgefühl, eigentlich dieses wertvolle Sein zu entdecken. Und wir können es niemals verlieren. Also wenn wir das hier finden, das kann uns keiner wegnehmen. Also wenn wir das im Draußen suchen, dann ist es wie wenn jemand sagt, ich habe dich gern, ne? Und dann sagt er, ich habe dich nicht gern, ist es wieder weg. Aber hier ist es nie weg. Also dein Dasein ist immer hier, es ist immer da.
wir brauchen es gar nicht da draußen suchen. Also, und hier kann es uns keiner wegnehmen, weil ich bin da. Egal, was im Draußen passiert, bin ich immer da. Und ihr müsst euch vorstellen, wie kraftvoll es ist, durchs Leben zu gehen, ohne dass man das Gefühl hat, dein Selbstwertgefühl hängt davon ab, wie das Leben läuft oder was gerade passiert. Deine Daseinsberechtigung ist in dir drin, da ist das Sein. Du bist das Licht, was durchscheint. Das ist wie ein Stern, der einfach leuchtet. Der Stern leuchtet und du bist das Leuchten. Du brauchst nicht den Wahrnehmenden von draußen, der dann leuchte ich. Ich leuchte erst, wenn jemand mich wahrnimmt. Nein, du leuchtest. Du bist das leuchtende Sein von der ganzen Existenz. Leuchtet durch dich. Und dieses Sein leuchtet einfach. Das ist einfach da. Die Wahrnehmung strahlt aus. Umso mehr du damit in Kontakt bist, umso mehr strahlst du. Du strahlst das aus. Das ist wie eine Quelle vom Sein, wo nie versiegt. Und das hat eine wunderschöne Kraft und Power. Und der Weg dahin ist dieses Zurücknehmen von da, wo wir unsere Power scheinbar immer verlieren, immer im Außen suchen, im Außen suchen, bis wir den Mut haben, uns hinzusetzen und vielleicht das alles in Frage zu stellen. Und dann unser wirkliches Sein eigentlich entdecken und einfach spüren, dass wir einfach scheinen, dass einfach das Licht der Wahrnehmung da ist. Und das ist in allem, was erscheint, gleich. Das connectet dich sofort eigentlich mit der ganzen Welt, mit der Existenz. Bist du connected, verbunden. Und das ist das Ende von Minderwertigkeitsgefühlen. Das ist auch das Ende von zu denken, ich bin wer weiß wer. Es ist einfach das existenzielle Sein, was durchscheint. Und das hat die Power, das zu leben, was es leben soll. Dein Potenzial tatsächlich zu leben. Ja. Damit kommt dein Potenzial zum Vorschein. Weil Ohne du bist es nicht im Außen. Vater und Mutter oder ohne genetische Stränge, die da vielleicht mitspielen. Und es ist auch so, wenn wir die ganze Zeit im Außen suchen, ist das ja auch mega anstrengend. Also wie müssen wir uns anstrengen, dass wir dieses, ja, du bist gut oder du, ne, wie das im Außen bekommen, also die Bestätigung von außen. Und wenn wir sie hier, also wenn sie wirklich da ist, wenn wir merken, ich muss gar nichts dafür tun, ich bin ja schon da, ich muss gar nichts tun, dann kommt was in dir zur Ruhe, kann sich ausruhen, muss nicht immer im Außen suchen. Und hier kommt dann die Power, also hier kann wirkliche Kraft entstehen. Ne? Das ist nicht, dass du sie immer weggibst nach draußen, weil du da suchst. Oder dankbar sein musst, dass dich jemand erschaffen hat oder dass dir jemand Wahrnehmung gibt oder so. Ne? Das ist, du bist das Sein. Du bist das Scheinende. Ne? Da ist nicht was, wo im Außen dich erschaffen hat. Und wenn man das im Kern erkennt, ist da eine unbändige Freiheit drin und eine unbändige Lebenslust. Kraft. Da kommt wirklich eine Lebenspower, oder wie du sagst, Lebenslust. Ne? Da kommt eine Power, die sich ausdrücken will, die erforscht werden will und die wirklich dein Potenzial leben will. Schön, und dazu laden wir ein. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann uns gerne folgen. Genau, könnt unseren Kanal abonnieren oder liken oder nicht liken. Das Sein genau. findet es weder gut noch schlecht. Das drückt sich einfach so aus. Und es ist eine große Freude da, das zu scheren. Vielen Dank.